Hallo, willkommen zum Deutschen Hörverständnis-Konversationspodcast. Ich bin Matteo. Und ich bin Sophia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wirklich schön. Und falls ihr zum ersten Mal hier seid, herzlich willkommen in unserer kleinen Deutschlernfamilie. Hier sprechen wir echtes Deutsch mit echten Geschichten. Und heute mit sehr echtem Hunger. Ja, denn heute reden wir über etwas, das wirklich jeden Menschen auf dieser Welt bewegt. Täglich. Mehrmals täglich. Sophia, ich habe gestern Abend etwas gegessen, das mich, ich sage das ohne Übertreibung, fast zum Weinen gebracht hat. Zum Weinen? Was hast du gegessen? Meine Mutter hat mir ihr Rezept für Risotto alla Milanese geschickt. Das echte Rezept, nicht das vereinfachte, das ich immer gemacht habe. Das echte, mit allen Geheimnissen. Und du hast es gekocht? Ich habe es gekocht und als ich den ersten Löffel genommen habe, ich war sofort zu Hause. In Lodi, in der Küche meiner Mutter, mit dem Geruch von Safran und Butter. Essen als Heimwehmedizin. Die beste Medizin der Welt. Und genau darüber reden wir heute. Essen. Lieblingsessen. Wie spricht man auf Deutsch über Essen? Was isst man gerne? Was verbindet uns mit einem Ort, mit einer Person, mit einer Zeit? Ja, und nicht nur trockene Vokabeln. Wir erzählen echte Geschichten mit echten Gerüchen, echten Geschmäckern, echten Erinnerungen. Und ich warne euch schon jetzt, nach dieser Episode werdet ihr Hunger haben. Garantiert. Also, holt euch schon mal einen Snack oder ein Glas Wasser und dann bleibt dran. Sophia, fangen wir direkt an. Was ist dein absolutes Lieblingsessen, wenn du nur noch eine Sache essen dürftest für den Rest deines Lebens? Uff, das ist eine schwere Frage. Wirklich schwer. Ich warte. Also, wenn ich wirklich ehrlich bin und wenn ich an mein Herz denke und nicht an meinen Kopf, dann ist es Paella. Paella, natürlich. Aber nicht irgendeine Paella. Die Paella meines Vaters, die er jeden Sonntag gemacht hat. Mit frischen Meeresfüßen, mit Safran. Weißt du, Safran ist auch in der Paella. Wirklich? Safran auch in der Paella? Ja, das gibt die gelbe Farbe und diesen ganz besonderen Geschmack. Und dann die Soccarrat. Die Soccarrat? Das ist der knusprige Teil unten in der Pfanne, wenn der Reis ein bisschen angebraten ist. Das ist das Beste, das ist das Allerbeste. Du wirst gerade sehr enthusiastisch. Weil es das Beste ist. Und in Barcelona wird Paella sehr ernst genommen. Man streitet über Paella. Man hat Meinungen über Paella. Paella ist nicht nur Essen, es ist Identität. Essen als Identität. Das kenne ich auch aus Italien. Ja, wenn jemand falsche Paella macht, zum Beispiel mit Chorizo, das ist in Valencia fast ein Verbrechen. Mit Chorizo darf man keine Paella machen? Auf keinen Fall. Echte valencianische Paella hat kein Chorizo. Das ist wie wenn man Pizza mit Ananas macht. Oh, das Thema Pizza mit Ananas, das ist auch in Italien sehr ernst. Überall ernst. Essen ist überall ernst. Absolut. Okay, und was ist deine Geschichte mit der Paella deines Vaters? Erzähl mehr. Also, jeder Sonntag, das war unser Ritual. Papa hat immer samstags eingekauft, zum Markt gegangen, frische Zutaten geholt. Und dann sonntags, ab 11 Uhr morgens, hat er angefangen zu kochen. Ab 11 Uhr für wann? Für das Mittagessen um 2 Uhr. In Spanien isst man Mittagessen spät, zwischen 2 und 3. Um 2 Uhr Mittagessen. Das ist für Deutsche fast Abendessen. Ich weiß, das war einer der größten Kulturschocks hier in Deutschland. Die Deutschen essen Mittagessen um 12, manchmal um 12:30. Und in Italien auch. Wir essen mittags so um 1. Aber 2 Uhr, das ist wirklich spät. Für uns ist das normal. Aber okay, Papa hat also von 11 bis 2 gekocht. Und die ganze Wohnung hat nach Paella gerochen. Nach Knoblauch, nach Safran, nach dem Meer. Nach dem Meer, wegen der Meeresfüßchen. Ja, Garnelen, Muscheln, manchmal Tintenfisch. Und wenn man als Kind durch die Küche gelaufen ist und diesen Geruch eingeatmet hat, man wusste, heute ist Sonntag, heute ist Familie, heute ist gut. Der Geruch als Zeitmaschine. Ja, genau das. Wenn ich heute Safran rieche, bin ich sofort 7 Jahre alt und in Papas Küche. Das ist wirklich wunderschön, Sophia. Danke. Und jetzt dein Lieblingsessen? Du hast schon Risotto alla Milanese erwähnt. Risotto alla Milanese, aber ich muss auch sagen, ich habe viele Lieblingsessen. Ich kann nicht wirklich eines wählen. Du musst. Gut, wenn ich wirklich muss. Dann, meine Mutter macht eine Pasta. Pasta al forno. Das ist Nudelauflauf, also Pasta, die im Ofen gebacken wird. Wie Lasagne?
Ähnlich wie Lasagne, aber anders. Sie macht es mit kurzer Pasta, Rigatoni meistens, und einer dicken Fleischsoße, viel Käse, hart gekochten Eiern dazwischen. Hart gekochte Eier in der Pasta? Ja, das klingt komisch, ich weiß, aber es ist unglaublich. Das ist ein altes Rezept aus unserer Region. Nicht jeder macht es so, aber meine Mutter hat's von meiner Oma gelernt. Und meine Oma hat's von ihrer Mutter gelernt. Ein Rezept, das Generationen verbindet. Ja, und wenn ich dieses Gericht esse, ich esse nicht nur Pasta, ich esse Geschichte, ich esse Erinnerungen, ich esse meine Oma, meine Urgroßmutter. Das ist so eine schöne Art, es zu beschreiben. Ich glaube, das ist das Tiefste an Essen. Es trägt Erinnerungen, es trägt Menschen, die vielleicht nicht mehr da sind, aber ihr Rezept lebt weiter. Das Rezept als Erbschaft. Genau, keine Erbschaft aus Geld oder Dingen, sondern aus Geschmack und Geruch und Liebe. Das ist eigentlich das Schönste, was man weitergeben kann. Ja, und ich denke, das gilt in jeder Kultur. Jede Familie hat diese Rezepte, diese Gerichte, die mehr sind als Essen. Ja, absolut. Okay, lass uns über die Sprache reden. Wie spricht man auf Deutsch über Essen? Was sind die wichtigsten Ausdrücke? Gut, also, der wichtigste Satz ist, mein Lieblingsessen ist plus Gericht. Zum Beispiel, mein Lieblingsessen ist Pasta. Mein Lieblingsessen ist Paella. Mein Lieblingsessen ist Schnitzel. Und man kann auch sagen, ich esse sehr gerne plus Essen. Ich esse sehr gerne Risotto. Ich esse sehr gerne Sushi. Das klingt sehr natürlich im Gespräch. Und dann, wenn man fragt, was jemand gerne isst, was isst du gerne? Oder was ist dein Lieblingsessen? Das sind die direkten Fragen. Also, das bedeutet, mit gerne zeigt man, dass man etwas mit Freude und Vorliebe tut oder isst. Es ist das Schlüsselwort für Vorlieben auf Deutsch. Und dann gibt es noch, das schmeckt mir sehr gut. Oder einfach, das schmeckt lecker. Lecker, das ist wohl das wichtigste Essenadjektiv auf Deutsch. Lecker. Ich liebe dieses Wort. Es klingt so lecker. Es klingt genauso, wie es bedeutet. Wenn man lecker sagt, kann man fast den Geschmack hören. Ja, und man kann steigern. Sehr lecker, unglaublich lecker, wahnsinnig lecker. Wahnsinnig lecker. Das ist eigentlich verrückt, aber es bedeutet unglaublich gut. Ja, auf Deutsch kann etwas wahnsinnig lecker sein. Also so gut, dass es fast verrückt macht. Die Deutschen und ihre Intensivierungen. Alles kann wahnsinnig, unglaublich, fantastisch gut sein. Oder zum Reinbeißen. Das bedeutet auch, es sieht so gut aus, dass man sofort hineinbeißen möchte. Zum Reinbeißen. Was für ein Ausdruck. Man stellt sich vor, wie man einfach reinbeißt. Genau. Und dann gibt es noch, das Wasser läuft mir im Mund zusammen. Wenn man etwas sieht oder riecht, das so gut aussieht, der Mund wird feucht vor Hunger. Das passiert mir gerade nur vom Reden. Mir auch. Ich habe echten Hunger jetzt. Das ist das Problem mit diesem Podcast-Thema. Völlig vorhersehbar. Okay, lass uns weitermachen, bevor wir eine Pause zum Essen machen müssen. Ich möchte über deutsche Essenskultur reden, weil als ich nach Deutschland gekommen bin, ich musste mich wirklich umstellen. Inwiefern? Naja, also in Italien ist Essen sehr strukturiert. Man hat Primo, Secondo, Contorno, Dolce, also Vorspeise, Hauptgericht, Beilage, Nachtisch. Und man isst zusammen, man sitzt lange am Tisch. Ja, in Spanien auch. Das Essen ist ein Ereignis, nicht nur Nahrungsaufnahme. Nahrungsaufnahme. Was für ein sachliches Wort für so etwas Schönes. Ein sehr deutsches Wort eigentlich. Stimmt. Und das ist ein bisschen der kulturelle Unterschied. In Deutschland, und ich sage das mit Respekt, ist Essen manchmal praktischer. Man isst schnell, man hat seinen Tag, man geht weiter. Das stimmt manchmal. Aber ich habe auch Deutsche kennengelernt, die wirklich für Essen leben. Clara zum Beispiel. Sie kocht fantastisch. Das stimmt. Es ist natürlich nicht schwarz und weiß, aber die Kultur ums Essen, die ist anders. Ja, und ich finde, Deutschland hat auch eine wunderbare Essenskultur. Die Brotkultur zum Beispiel. Oh, das deutsche Brot. Das deutsche Brot ist, ich sage es ganz ehrlich, das beste Brot der Welt. Besser als spanisches Brot? Das ist schwer zu sagen. Aber deutsches Brot, Roggenbrot, Vollkornbrot, Sauerteig, das ist wirklich etwas Besonderes. In Spanien haben wir mehr Weißbrot. Hier gibt es hunderte Brotsorten. Hunderte. Ich habe mal gelesen, Deutschland hat über 300 verschiedene Brotsorten. 300?
300! Das ist unglaublich. Und das Brot ist sogar UNESCO-Weltkulturerbe. Wirklich? Das Brot ist Weltkulturerbe? Die deutsche Brotkultur ist immaterielles Weltkulturerbe. Das zeigt, wie ernst die Deutschen ihr Brot nehmen. Das ist so deutsch und gleichzeitig so wunderschön. Brot als Kulturerbe. Und zu Recht. Wenn man einmal richtiges deutsches Sauerteigbrot gegessen hat, man versteht es sofort. Ja, ich habe mich so schnell an deutsches Brot gewöhnt. Jetzt, wenn ich nach Spanien fahre und das Brot dort esse, ich vermisse deutsches Brot. Du bist auch schon sehr deutsch geworden. In Sachen Brot, ja, absolut. Was hast du sonst noch entdeckt hier in Deutschland, essenstechnisch? Also Kartoffeln. Die Deutschen und ihre Kartoffeln. Oh ja, das Kartoffelland. In so vielen Formen. Bratkartoffeln, Kartoffelsuppe, Kartoffelsalat, Kartoffelklöße. Kartoffelklöße. Hast du die schon probiert? Ja, zum ersten Mal bei Claras Familie zu Weihnachten. Diese großen, runden Knödel. Knödel, ja. Ich wusste nicht, wie ich sie essen soll. Sie sind so groß. Und ich habe Clara gefragt, beißt man da einfach rein? Und sie hat gelacht und gesagt, man schneidet sie auf. Man schneidet die Knödel. Ja, das ist wichtig zu wissen. Das war mein erster Knödelfehler. Aber sie waren wirklich lecker. Mit Soße, mit Bratensoße. Mit Bratensoße. Das ist so deutsch, so deftig. Deftig. Das ist auch so ein schönes deutsches Wort. Deftig, das bedeutet kräftig, nahrhaft, sättigend. Essen, das wirklich satt macht. Das nicht zart oder leicht ist, sondern substanziell. Deftig klingt fast wie eine Umarmung auf dem Teller. Das ist die beste Beschreibung. Eine Umarmung auf dem Teller. Und dann Schwarzwälder Kirschtorte. Die habe ich zum ersten Mal hier probiert. Oh, die Schwarzwälder Kirschtorte. Das ist ein Klassiker. Ja, mit dem Sahne, den Kirschen, der Schokolade und dann noch Kirschlikör darin. Das ist so ein intensives Erlebnis. Ein intensives Erlebnis, ja. Man isst nicht nur Torte, man erlebt etwas. Genau. Und ich dachte immer, Torte ist Torte. Aber diese ist wirklich etwas Besonderes. Und das ist auch schön, wenn man in ein neues Land kommt und das Essen entdeckt. Man entdeckt die Kultur durch den Gaumen. Durch den Gaumen, also durch den Geschmack. Man versteht ein Land auch durchs Essen. Ja, Essen ist Kultur. Essen ist Geschichte. Wenn man Sauerkraut isst, man isst jahrhundertealte Konservierungstradition. Wenn man Brot isst, man isst Handwerk. Das habe ich so noch nie gedacht. Aber du hast recht. Jedes Gericht hat eine Geschichte dahinter. Und deswegen ist Essen auch so ein gutes Gesprächsthema. Man kann immer über Essen reden. Mit jedem Menschen. In jeder Sprache. Das ist auch meine geheime Strategie bei neuen Menschen. Ich frage immer als erstes, was isst du gerne? Die Essenfrage als Eisbrecher. Immer. Und es funktioniert immer. Jeder hat eine Meinung über Essen. Jeder hat ein Lieblingsessen. Jeder hat eine Geschichte dazu. Das ist so wahr. Essen verbindet. Universell. Matteo, lass uns über Restaurants reden. Wie geht man in Deutschland ins Restaurant? Was ist anders als in Spanien oder Italien? Also, in Deutschland gibt man Trinkgeld. Das ist wichtig zu wissen. Man gibt meistens so 5-10% Trinkgeld. Ja, und man sagt es direkt beim Bezahlen. Wenn die Rechnung zum Beispiel 18 € ist, sagt man 20 € und der Rest ist das Trinkgeld. Genau. Man sagt nicht, hier sind 20 €, ich bekomme 2 zurück, sondern man nennt den Betrag, den man bezahlen möchte. Machen Sie 20. Das bedeutet, ich zahle 20 und der Rest ist für Sie. Und das fand ich am Anfang sehr seltsam. In Spanien gibt man manchmal Trinkgeld, manchmal nicht. Es ist weniger obligatorisch. Ja, und in Italien auch. Man lässt vielleicht ein paar Münzen. Aber hier, es gehört dazu. Die Servicekräfte werden etwas weniger bezahlt und das Trinkgeld ist ein wichtiger Teil des Einkommens. Das ist wichtig zu wissen und wichtig zu respektieren. Und dann, in deutschen Restaurants bestellt man meistens separat, also jeder zahlt für sich selbst. Das ist auch anders als in Spanien oder Italien. Das war ein Kulturschock. In Spanien, man teilt. Man bestellt viele Gerichte und alle essen von allem. Die Tapas-Kultur. Genau, Tapas. Viele kleine Gerichte, alle teilen. Das ist so sozial, so gemeinschaftlich. Das klingt wirklich schön. Man isst zusammen, man teilt, man probiert alles.
Ja, und ich vermisse das manchmal hier, dieses Teilen beim Essen. Aber Lars macht das jetzt mit dir, oder? Lars hat das trainiert. Ich habe ihn trainiert. Wir bestellen immer verschiedene Gerichte und teilen. Lars wird immer spanischer. In Sachen Essen ja. Er liebt Tapas jetzt. Er liebt Paella. Er hat sogar angefangen, Rezepte von meiner Mutter zu lernen. Das ist Liebe. Wenn jemand die Küche des Partners lernt, das ist echte Liebe. Das ist wirklich so. Lars kocht manchmal für mich spanische Gerichte und es ist so rührend, auch wenn es nicht ganz wie Papas Paella schmeckt. Nichts schmeckt je wie das Original. Niemals. Aber der Versuch, der ist alles wert. Okay, ich möchte über Essen und Erinnerungen reden, weil wir das schon ein bisschen berührt haben. Aber ich finde das Thema so faszinierend. Ja, Essen und Erinnerungen, das ist so eng verbunden. Es gibt dieses Konzept. Ein Wissenschaftler hat beschrieben, wie ein bestimmter Geschmack oder Geruch eine Erinnerung auslösen kann. Viel stärker als ein Foto oder ein Lied manchmal. Das stimmt. Wenn ich Kaffee rieche, richtiger, starker Espresso, ich bin sofort in Barcelonas Straßen, an einem der kleinen Bars. Und wenn ich Thymian rieche, ich bin auf dem Markt in Lodi mit meiner Mutter, die Kräuter kauft. Das ist so faszinierend und gleichzeitig so schmerzhaft schön. Diese Erinnerungen kommen ungefragt. Man riecht etwas und plötzlich, man ist woanders. Woanders und früher, gleichzeitig. Ja, Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir bestimmte Gerichte so lieben. Es ist nicht nur der Geschmack, es ist alles, was damit verbunden ist. ja. Wenn mein Lieblingsessen nicht Paella wäre, wenn ich Paella zum ersten Mal als Erwachsener ohne Geschichte gegessen hätte, würde ich es vielleicht mögen. Aber so sehr? Wahrscheinlich nicht. Die Erinnerung macht den Geschmack tiefer. Schön gesagt. Okay, lass uns jetzt wirklich praktisch werden. Ich möchte eine Situation durchspielen. Stell dir vor, ihr seid in einem deutschen Restaurant. Ein Kellner kommt. Was passiert? Oh, das üben wir. Also, wenn man ins Restaurant kommt, sagt der Kellner oft, haben Sie schon gewählt? Das bedeutet, haben Sie sich entschieden? Haben Sie die Bestellung im Kopf? Oder er fragt, darf ich Ihre Bestellung aufnehmen? Das ist die etwas formellere Version. Und man antwortet, ja, ich nehme, plus Gericht, ich nehme das Schnitzel mit Pommes. Oder ich hätte gerne. Das ist etwas höflicher. Ich hätte gerne. Das ist Konjunktiv. Es klingt höflicher als ich will. Wie wenn man sagt, ich würde das gerne haben. Genau. Und wenn man noch nicht entschieden hat, ich brauche noch einen Moment bitte. Das gibt einem Zeit. Und wenn man etwas fragen will, Entschuldigung, was ist das Tagesgericht? Das Tagesgericht, das ist das Gericht des Tages. Meistens etwas Frisches, Saisonales. Ja, in Deutschland gibt es oft eine Tageskarte, eine spezielle Karte nur für den Tag, mit saisonalen Gerichten. Und man kann auch fragen, ist das Gericht vegetarisch oder enthält es Gluten für Menschen mit Unverträglichkeiten? Unverträglichkeit bedeutet, man verträgt etwas nicht. Zum Beispiel Laktoseintoleranz, man verträgt Milchprodukte nicht. Ja, und deutsche Restaurants sind meistens sehr verständnisvoll bei solchen Fragen. Man kann fragen und man bekommt eine ehrliche Antwort. Und am Ende, wenn man bezahlen will? Man ruft den Kellner und sagt, zahlen bitte. Oder man macht eine Geste, die Hand heben oder die Finger aneinanderlegen wie beim Schreiben. Die universelle Zahlengeste. Die funktioniert überall, aber auf Deutsch sagt man, zahlen bitte. Und dann, wie ich vorhin erklärt habe, man nennt den Betrag, den man zahlen möchte. Sehr gut. Also, für alle Zuhörer, die wichtigsten Restaurantsätze auf Deutsch. Ich hätte gerne, ich nehme, was ist das Tagesgericht? Zahlen bitte. Und nicht vergessen, Trinkgeld. Trinkgeld nicht vergessen. Und Sophia, gibt es ein deutsches Gericht, das du wirklich liebst? Etwas, das du hier entdeckt hast und jetzt nicht mehr missen möchtest? Also, abgesehen vom Brot und der Schwarzwälder Kirschtorte, ich liebe Käsespätzle. Oh ja. Käsespätzle? Oh ja? Kennst sie? Natürlich. Spätzle mit geschmolzenem Käse und gebratenen Zwiebeln obendrauf. Das ist Seelenfutter. Seelenfutter, das ist das perfekte Wort. Seelenfutter, das bedeutet wörtlich Nahrung für die Seele. Essen, das einen innerlich wärmt und glücklich macht. Comfort Food auf Englisch. Genau. Und Käsespätzle ist definitiv Seelenfutter. Wenn es draußen kalt ist und man kommt nach Hause und macht Käsespätzle, alles wird besser. Alles. Das ist die Magie von Seelenfutter. Und dein Lieblingsdeutsches Essen, Matteo? Sauerbraten.
Sauerbraten. Das ist sehr traditionell. Sehr traditionell. Und ich weiß, als Italiener sollte ich vielleicht italienisches Essen bevorzugen, aber dieser geschmorte Rinderbraten mit der süß-sauren Soße, Wann hast du Sauerbraten zum ersten Mal probiert? das war bei einer deutschen Kollegin zu Hause. Sie hatte uns zum Sonntag eingeladen, sie und ihr Mann. Und sie hatte den ganzen Tag gekocht. Als wir reinkamen, dieser Geruch, dieser warme, würzige Geruch. Und dann das Essen selbst? Ich habe den ersten Bissen genommen und meine Augen wurden groß. So weich, so aromatisch. Diese Soße. Ich habe nicht verstanden, wie etwas so gut sein kann. Du hattest den Sauerbraten-Moment. Den Sauerbraten-Moment. Ich habe sofort nach dem Rezept gefragt. Sie hat mir ein Stück Papier gegeben, handgeschrieben mit dem Rezept ihrer Oma. Handgeschrieben. Das ist so schön. Das ist wirklich ein Schatz. Ein handgeschriebenes Rezept von jemandem, das ist so persönlich, so lebendig. Und das zeigt wieder, Essen verbindet Menschen. Diese Frau hat mir nicht nur ein Rezept gegeben, sie hat mir etwas von ihrer Familie gegeben, von ihrer Kultur. Ja, wenn man jemandem ein Rezept gibt, man gibt ein Stück von sich, von seiner Geschichte. Wunderschön gesagt. Okay, lass uns über Frühstück reden, weil ich finde, Frühstück sagt so viel über eine Kultur. Oh ja, das deutsche Frühstück ist ein Erlebnis. Ein richtiges Erlebnis. Brot, Aufschnitt, Käse, Marmelade, Butter, Ei. Das komplette Programm. In Spanien frühstückt man viel kleiner. Ein Toast, eine Tostada mit Tomate und Öl oder ein Croissant. Das war's. Wirklich? So klein? Ja, wir essen dafür mittags sehr viel. Das Mittagessen ist die große Mahlzeit. In Italien auch. Das Mittagessen ist wichtig. Aber das deutsche Frühstück, das habe ich wirklich adoptiert. Ich frühstücke jetzt richtig. Mit Brot, mit Käse, manchmal ein Ei. Du wirst immer deutscher. In der Küche auf jeden Fall. Aber weißt du, was ich am deutschen Frühstück wirklich liebe? Diese Vielfalt an Käse und Wurstwaren. Ja, der Aufschnitt, so viele Sorten. In der Käsetheke am Supermarkt, ich stehe da immer wie ein Kind vor dem Spielzeuggeschäft. Ich auch. So viele Sorten. Ich kenne noch nicht alle Namen. Das lernt man mit der Zeit. Aber es ist wirklich beeindruckend. Die Deutschen nehmen ihren Käse und ihre Wurstwaren so ernst wie wir Italiener unsere Pasta. Das ist ein schöner Vergleich. Jede Kultur hat ihre Spezialität, die sie wirklich ernst nimmt. Und man lernt eine Kultur am besten kennen, wenn man diese Spezialitäten probiert. Mit offenen Augen und offenem Gaumen. Offenem Gaumen. Ich lerne immer neue Wörter von dir. Danke, ich gebe mir Mühe. Matteo, ich möchte über etwas reden, das viele Lernende kennen. Wenn man in einem deutschen Restaurant ist und die Speisekarte liest, das kann sehr überwältigend sein. Oh ja, die erste Speisekarte auf Deutsch, das war eine Herausforderung. So viele unbekannte Wörter. Schweinebraten, Rindergulasch, Forelle blau. Forelle blau, das klingt wie ein Kunstwerk, nicht wie ein Fischgericht. Genau, aber es ist einfach ein gekochter Fisch. Die Forelle bekommt beim Kochen eine bläuliche Farbe. Ich weiß, aber für Anfänger, man liest blau und denkt, warum ist der Fisch blau? Und dann gibt es Zwiebelrostbraten, Bauernfrühstück, Himmel und Erde. Himmel und Erde? Was ist das? Das ist ein rheinisches Gericht. Kartoffelpüree, das ist die Erde, und Apfelmus, das ist der Himmel, mit Blutwurst dazu. Was für ein poetischer Name für ein Gericht. Ja, die Deutschen sind sehr kreativ mit Gerichtnamen. Das finde ich wirklich schön. Also, für alle Zuhörer, wenn ihr eine deutsche Speisekarte lest und etwas nicht versteht, fragt. Man kann sagen, Entschuldigung, was ist das genau? Oder können Sie das kurz erklären? Kellner erklären das gerne. Ja, und meistens sind sie sehr nett dabei. Man muss keine Angst haben zu fragen. Und die Speisekarte ist auch eine tolle Deutschübung. Man liest die Wörter, man versucht zu verstehen, man lernt dabei viel Vokabular. Die Speisekarte als Lehrbuch. Ein sehr leckeres Lehrbuch. Okay, lass uns eine kleine Übung machen. Ich nenne ein deutsches Gericht und wir erklären es zusammen, damit die Zuhörer es sich merken können. Super, los geht's. Erstes Gericht: Schnitzel. Schnitzel, das kennt jeder. Ein dünnes, flaches Stück Fleisch, meistens Schwein oder Kalb, das in Paniermehl gewendet und dann gebraten wird. Knusprig außen, zart innen.
Und das Wiener Schnitzel, das ist mit Kalbsfleisch, das Originalrezept. Aber das Schweineschnitzel ist in Deutschland am verbreitetsten. Ergänzend, und man isst es meistens mit Pommes, also Pommes frites oder Kartoffelsalat und einer Zitrone darüber. Nächstes Gericht: Bratwurst. Bratwurst, eine gebratene Wurst. Brat kommt von braten, also gebraten. Es gibt hunderte verschiedene Sorten. Thüringer Bratwurst, Nürnberger Bratwurst. Und man isst sie oft mit Senf. Der deutsche Senf ist auch berühmt. Süßer Senf, scharfer Senf. Und an Imbissständen oder auf Märkten. Die Bratwurst vom Grill auf dem Weihnachtsmarkt, das ist ein Erlebnis. Der Weihnachtsmarkt, das müssen wir auch mal als Podcast-Thema machen. Ja, das kommt. Aber jetzt noch ein Gericht. Letztes Gericht: Lebkuchen. Lebkuchen. Das ist eigentlich ein Gebäck, kein Gericht, aber es gehört zu Deutschland wie die Bratwurst. Dieses gewürzte, leicht süße Gebäck. Mit Zimt, Nelken, Anis, so viele Gewürze und meistens mit Schokolade überzogen oder mit Zuckerguss. Und der Geruch von Lebkuchen, wenn ich das rieche, denke ich sofort an Weihnachten, an Weihnachtsmärkte, an diese besondere Winteratmosphäre. Ja, Lebkuchen ist Weihnachten in Geruchsform. Perfekte Beschreibung. Okay, ich glaube, wir sollten langsam zum Ende kommen. Aber vorher eine letzte wichtige Frage. Was denn? Was isst man in Deutschland, wenn man krank ist? Was ist das deutsche Seelenfutter für schlechte Tage? Oh, gute Frage. Also, ich glaube, in Deutschland ist es Hühnersuppe. Das ist überall auf der Welt das kranke Essen. Hühnersuppe, die internationale Krankenmedizin. Universell. Und Zwieback. Zwieback, ja. Dieser trockene, zweimal gebackene Keks. Sehr mild, sehr gut für den Magen. Zwieback. Zweimal gebacken. Zweimal. Das steckt sogar im Namen. Ja, zweimal gebacken. Deswegen so trocken und fest und sehr leicht für den Magen. Und Tee natürlich. Kamillentee, Pfefferminztee. Wenn man krank ist, trinkt man in Deutschland Tee. Ja, und ich finde das schön. Jede Kultur hat ihre Krankenrituale, diese kleinen Fürsorgetraditionen. Wenn jemand krank ist und jemand kocht Hühnersuppe, das ist Liebe. In jeder Sprache. In jeder Sprache, ja. Okay, lass uns zusammenfassen. Was haben wir heute gelernt? Erstens, wie man über Lieblingsessen spricht. Mein Lieblingsessen ist, ich esse sehr gerne, das schmeckt mir sehr gut. Zweitens, wichtige Essenadjektive. Lecker, wahnsinnig lecker, köstlich, deftig, also kräftig und sättigend, und Seelenfutter. Essen, das die Seele wärmt. Drittens, im Restaurant. Ich hätte gerne, ich nehme, zahlen bitte und Trinkgeld nicht vergessen. Viertens, bekannte deutsche Gerichte. Schnitzel, Bratwurst, Sauerbraten, Käsespätzle, Kartoffelklöße, Schwarzwälder Kirschtorte, Lebkuchen. Und fünftens, das Wichtigste. Essen ist mehr als Nahrung. Essen ist Erinnerung, Kultur, Liebe, Verbindung. Wenn man über Essen spricht, spricht man über sein Leben. Schön gesagt, Matteo. Und jetzt eure Hausaufgabe. Schreibt uns in die Kommentare auf Deutsch euer Lieblingsessen und warum. Was verbindet ihr damit? Wir wollen eure Erinnerungen hören, eure Geschichten, in euren eigenen deutschen Worten. Und macht uns Hunger dabei. Ja, bitte. Wir haben schon Hunger genug, aber mehr geht immer. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert Speak Deutsch Now. Drückt auf die Glocke. Und teilt den Podcast mit jemandem, der Deutsch lernt. Vielleicht beim nächsten gemeinsamen Essen. Beim nächsten Essen Deutsch üben, das ist die perfekte Kombination. Passt auf euch auf, ihr Lieben. Esst gut, esst mit Menschen, die ihr liebt. Und esst manchmal etwas Neues. Ihr werdet überrascht sein, was ihr entdeckt. Man entdeckt die Welt auch durch den Gaumen. Bis zum nächsten Mal bei Speak Deutsch Now. Tschüss, ihr Lieben. Guten Appetit. Guten Appetit. Und vergesst nicht, Matteo und Speaker 2 zusammen, Fehler sind Freunde. Auch in der Küche. Besonders in der Küche. Tschüss.